und herzlich willkommen hier zurück bei Feldpost. Weil es sich immer wieder gewünscht wurde, habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen. Ich bin zu den Württembergern gefahren, um uns einmal heute in dem Video mit dem Reserveinfanterieregiment 120 zu beschäftigen. Und weil ich davon keine Ahnung habe, überlasse ich das Reden einfach den Menschen, die mehr davon wissen. Viel Spaß! Das Württembergische Reserveinfanterieregiment Nummer 120 wurde direkt bei der Mobilmachung 1914 aufgestellt. Es war ein Regiment, dessen Gliederung bereits in der Friedenszeit erstellt wurde. Das heißt, die Ausrüstung, die Bekleidung lag in den Depots bereit und das Personal, das eingezogen wurde, war sozusagen schon bereits auf dieses Regiment verplant. Die Aufstellungsorte waren Stuttgart, Leonberg und Esslingen. Das Regiment machte mobil und wurde dann als Teil der 26. Reservedivision zunächst in das Elsass verbracht. Das Regiment kämpfte im Verlauf des Krieges an verschiedenen Brennpunkten. Es war als eines von lediglich 2 württembergischen Regimentern bei der großen Schlacht von Verdun 1916 beteiligt. Es war an der Lorettohöhe eingesetzt. Es war an der Somme, aber im südlichen Bereich eingesetzt. Es war mehrfach in Flandern und war zum Schluss 1918 ebenfalls an der Westfront. Es war bis auf das Jahr 1915, wo ein ungefähr einjähriger Einsatz an der Ostfront passierte, eigentlich durchgehend an der Westfront. Das Personal rekrutierte sich aus Reservedienstpflichtigen, aus Angehörigen der Landwehr des ersten Aufgebots. Und man liest immer wieder in den Quellen, dass das Personal bei der Mobilmachung 1914 eigentlich so ein bisschen, heute würde man sagen, unfit war. Also nach dem ersten Einsatz in den Vogesen kann man folgenden Satz nachlesen: Die Reservistenbäuche schmolzen dahin. Im August 1914, die Vogesen-Pass am Grenzland Elsass-Lothringen, waren für die Deutschen keine direkten Angriffsfront. Es war einfach eine Grenze zu verteidigen gegen kommende französischen Angriffe. Das Grenzschutz machte zuerst die lokalen elsässischen Garnisonen von aktiven Regimenten, müssten aber sehr schnell zurückgezogen werden und am Brennpunkt der deutschen Angriff nach Belgien befördert worden. Die württembergischen Reserveinfanterieregimenter sind dann direkt anschließend im Elsass geschickt worden als Grenzschutz, weil die Vogesen sind genau für die Franzosen im August 14 der Hauptangriffspunkt. Die sind dann von Stuttgart, Leonberg und Esslingen, jeweilige Garnisonsstädte, mit dem Zug befördert über Freudenstadt, Offenburg bis Kenzingen im Großherzogtum Baden, und dann geht es erstmal zu Fuß weiter unter der brennenden Hitze vom August. Über Rüst geht es zum Gerstheim, Rheinüberquerung, und dann ist man schon im Kampfgebiet innerhalb des Reichslands Elsass-Lothringen. Erstmal nähert man sich die Bahnlinie Straßburg-Schlettstadt, die als Verteidigungspunkt der Festung Straßburg gedacht war, und wird man einquartiert in der Dörfer der Gegend. Am Saalpass dringt der Franzose schon 12. 13. August rein und bis 15 Kilometer hinter der Grenze mit leichter deutscher Widerstand, aber sehr wenige Truppen auf der deutschen Seite, weil der Tal war nur durch eine dünne Grenzgarnison beschützt. Im Gegenteil zu den deutschen Truppen kommt die Hauptangriffsmasse der Franzosen mit frischen, erfahrenen Truppen, Infanterieregiment aus der Lorraine, Lothringen, aber aus der Bretagne, und Expertentruppe für den Gebirgskrieg, nämlich die Chasseurs Alpins, die französischen Gebirgstruppen. Die greifen dann auch direkt in Richtung der Donon-Gipfel an. Die Täler sind verteidigt durch größere Festungen, die den Platz Straßburg schützen. Der Feste Kaiser Wilhelm II in Mutzig soll der Bräuchtal gegen einen französischen Angriff verriegelt. Strategie der Deutschen ist, die Franzosen bis an der Füße der Festung kommen lassen
und dann mit Artilleriefeuer zurückzuschlagen. In der Nähe des Dorf Grendelbrüch in der Höhe der Bräuchtal ist am 17. August schon das Bruderregiment, das Reserveinfanterieregiment 119, angekommen und hält Stellung. Da fangen auch schon die ersten Scharmützel mit dem französischen Vorhut, der vom Tal kommt. Die Lage spannt sich und die deutschen Truppen brauchen Verstärkung. Da kommt das Reserveinfanterieregiment 120 im Spiel. Ab dem 17. August in der Nacht rannt die Höhe Richtung Grendelbruch zur Unterstützung des Brudersregiments. Und für unsere etwas speckigen Reservisten kommt es erstmal zu schwitzen, weil wer beherrscht die Höhe, beherrscht auch den Tal. Und deshalb hat man auch mitgeschleppt und mitgeholfen, eine Batterie des Reserve-Feldartillerieregiments 26 hochgetragen. Dadurch verbessert sich die Verteidigungsmöglichkeit der Deutschen und gegen Nachmittag kennt das Regiment seine Feuerteufe mit der Unterstützung der Artillerie. Die Franzosen können erfolgreich im Tal zurückgeschoben werden und in den nächsten Tag folgt die Verfolgung und am 20. 21. August 1914 die Erstürmung der Donon-Gipfel über 1000 Höhenmeter im Hochsommer und auch das erste kleine Sieg des Regiments. Es geht danach nach Schirmeck, Saint-Dié, Sarrebourg, Lothringen bis ans der belgische Grenze. Da das Regiment im Jahr 1916 einer sächsischen Division unterstellt war, kam es dazu, dass das Regiment an der großen Schlacht von Verdun teilnahm, die im Februar 1916 begann. Das Regiment wurde im März 1916 nach Verdun verlegt und bezog den Abschnitt zwischen Fort Douaumont und dem Panzerturm und nahm dort an Angriffshandlungen in Richtung Kailettwald teil. Nachdem eine unterirdische Minensprengung versucht worden ist, gelang es dem Regiment schließlich, das Infanteriewerk im Kailettwald zu erobern. Bei der großen Schlacht in Flandern, der dritten Flandernschlacht im Herbst 1917, nahm das Regiment ebenfalls teil. Hier war es im Abschnitt zwischen Poelcapelle und Westrosebecke eingesetzt. Nach dem ersten Einsatz am westlichen Kriegsschauplatz 1415 durfte auch das Regiment die östliche Kriegsschauplatz kennenlernen. Und es geht Mitte 15 Richtung Russisch-Polen, heute Polen, in der Ecke von Narewsee. Da wird auch gegen die Russen hart gekämpft. Ein kleiner Teil der Infanterie waren sogenannte Spielleute. Die Spielleute haben eine lange Tradition und waren dafür zuständig, im Prinzip auf dem Feld Befehle zu verteilen mittels Signalhorn oder Trommel. Ein Spielmann ist dicht angebunden an die Führung einer Einheit, um Signale auch dann auf dem Feld weiterzugeben. Ursprünglich war geplant, dass diese Spielleute Signale weitergeben. Das wurde aber im Ersten Weltkrieg zweitrangig. So war quasi der Kasernendienst und das Marschieren, die Musik zu begleiten, die Hauptaufgabe. Nicht zu verwechseln sollte man die Spielleute mit den sogenannten Hoboisten. Hoboisten sind etatmäßige Militärmusiker, die durchweg alle mindestens den Rang eines Unteroffiziers hatten und auch dementsprechend andere Schwalbernester trugen und auch mit ganz anderen Musikinstrumenten ausgestattet waren. Attribute des Spielmanns an der Uniform sind die sogenannten Schwalbennester. Schwalbennester gab es sowohl für die Infanterie und auch für die Kavallerie unterschiedliche. Kavallerie hatte schräg gestreifte Streifen auf den Schwalbennester, während die Infanterie einfach nur gerade Schwalbennester hatte. Zur Ausrüstung, also es gab zweierlei Spielleute. Es gab einmal der Spielmann, der getrommelt hat, und es gab der Spielmann, der die Signaltrompete gespielt hat
Und weil eine Signaltrompete nur Naturtöne spielen kann, hatte er zusätzlich auch noch eine Pfeife im Futteral. Und damit er die Pfeife ohne Probleme spielen kann, wurde quasi die Signaltrompete in eine sogenannte Hilfstragevorrichtung eingelegt und dann konnte er problemlos sein zweites Instrument spielen. Wie jeder Infanterist hat auch der Spielmann ein Werkzeug mit sich getragen und es war in dem Fall die Drahtschere, die kleine Drahtschere im Futteral. Ein Spielmann hatte kein Gewehr mit sich geführt, sondern nur die Seitenwaffe. Zur Zeit vom Ersten Weltkrieg wurden Signalinstrumente immer weniger verwendet, weil es mittlerweile einfach modernere Möglichkeiten gab, um zu kommunizieren und auch über viel, viel weitere Strecken, wie zum Beispiel der Telegraph, das Telefon. Winken hat man häufig verwendet oder auch der Blinker wurde häufig verwendet, um über weite Strecken zu kommunizieren. Die Uniformierung und Ausrüstung eines Infanteristen im Reserveinfanterieregiment Nummer 120 sollte grundsätzlich derselben entsprechen wie im Stammregiment Nummer 120, dem Regiment des König Wilhelm. Lediglich feine Unterschiede wie das R für die Reserve und die Nummern 120 auf den Schulterklappen machten den Unterschied zum Stammregiment. Das Stammregiment hatte kein R für Reserve und dafür den Namenszug des König Wilhelm Regiments auf den Schulterklappen. Die feldgraue Uniformierung war der Waffenrock mit Klappkragen Modell 1907 oder das Modell nach Landsturmschnitt 1913. Vorgesehen waren für diese Regimenter, Stammregiment wie Reserveregiment, brandenburgische Aufschläge. Jedoch sah man auch öfters die schwedischen Aufschläge, die sogenannten vereinfachten Aufschläge, vorwiegend bei den Reserveregimentern. Das Lederzeug zur feldgrauen Uniformierung war depotmäßig eigentlich Logar vorgesehen, jedoch war insbesondere bei der Einkleidung der Reserveregimenter nicht genügend Material im August 1914 auf den Depots, sodass auch immer wieder auf älteres Material, das zur bunten Uniform getragen wurde und deshalb geschwärzt war, zurückgegriffen. Das sehen wir hier, ein schönes Beispiel. Der Infanterist trägt die Patronentaschen Modell 1895 in geschwärzter Ausführung, wie sie vorher zur bunten Uniform getragen wurden. Die Bewaffnung ist das Gewehr Modell Mauser 1898 und das dazugehörige lange Seitengewehr 98. Der Soldat trägt eine Schützenschnur erster Klasse für Schießleistungen, die er erbracht hat zu Friedenszeiten und die ihn berechtigte, diese Auszeichnung zu tragen. Es wurde gerne beim Ausmarsch am Anfang des Krieges getragen, dann verschwand es nach und nach. Zur Standard-Schanzausrüstung zählte normalerweise der Spaten, der Feldspaten bei der Infanterie. Jedoch, um innerhalb einer Kompanie eine gewisse Werkzeugvielfalt zu haben, wurden auch diverse andere Werkzeuge mitgeführt anstelle des Spatens. Hier als Beispiel das Beil Modell 1888. Um den auffälligen Helmbeschlag zu tarnen und zu schützen, wurde bereits
weit vor dem Ersten Weltkrieg ein Überzug bei der Truppe eingeführt, auf den, wie hier zu sehen, in Rot die Regimentsnummer geführt wurde. Das waren die Zahlen 120 aus rotem Tuch ausgeschlagen und aufgenäht. Zu Ausbruch des Ersten Weltkriegs erfuhr dies sehr schnell eine Veränderung und man ging von dem auffälligen Rot weg hinüber zu Grün. Später wurden die Zahlen dann auch mit Farbe in Grün aufgemalt, um dann im Laufe des weiteren Krieges gänzlich von den Überzügen zu verschwinden. Der Hornist ist nur mit dem Seitengewehr 1898 ausgerüstet, um Signalhorn und Querflete bedienen zu können. An der Uniform erkennt man den Hornisten an den Schwalbennester, die sich in ihrer Machart und farblichen Gestaltung bei den Spielleuten unterschieden haben. Er hat logischerweise deshalb auch keine Patronentaschen an der Koppel. Die übrige Ausrüstung und Uniformierung entspricht den normalen Infanteristen. Als Schanzzeug bzw. Werkzeug hat er keinen Spaten, sondern eine kleine Drahtschere bei sich. Der Tornister ist der standardmäßige Feldtornister mit Kochgeschirr, Brotbeutel, Feldflasche Modell 1907, Mantelrolle des steingrauen Mantel Modell 1908 oder 1894 und der rotbraunen Zeltplane. Zum Schutz vor schlechter Witterung und Kälte war der Infanterist mit einem Mantel ausgestattet, der normalerweise zusammengerollt auf dem Tornister getragen wurde. Ab 1894 wurde der Mantel für die Infanterie in steingrauem Tuch gefertigt. Dieses Modell war entsprechend weit geschnitten, hatte einen großen, wärmenden Kragen, Ärmelaufschläge und als Besonderheit in die Kapuze eingearbeitet eine sogenannte Kapotte. Diese konnte aus dem Kragen herausgenommen werden und über den Kopf gestülpt werden und bot so zusätzlich einen besonderen Witterungsschutz. Als weiteren Kälteschutz hatte der Soldat Fäustlinge aus steingrauem Wolltuch bei sich. Diese waren mit Baumwollfutter zusätzlich ausgefüttert. Sie konnten zusammengeknöpft über dem Griff des Seitengewehrs mitgeführt werden. 1908 wurde bei der Infanterie ein neues Mantelmodell eingeführt. Der Mantel war nun spartanischer ausgestattet. Es befand sich überhaupt gar kein Innenfutter mehr drin, nur noch wenige Verstärkungen. Es gab keine Ärmelaufschläge mehr. Der Kragen war schmäler ausgeführt. Bei Bedarf sollte der Soldat zusätzliche Wärme-Kälteschutzausrüstung erhalten, wie zum Beispiel Lungen- oder Leibwärmer. Man wollte bei diesem Mantel das Volumen und das Gewicht des Gepäcks bei der Infanterie einsparen. Da bis zum Ersten Weltkrieg sowohl zur bunten Uniform, also zum Waffenrock 1895, sowie auch zum feldgrauen Waffenrock mit Klappkragen ab 1907 steingraue Mäntel getragen wurden, waren diese Mäntel nicht mit eigenen Schulterklappen versehen, sondern es sollte jeweils die passende Schulterklappe aufgeknüpft werden. In diesem Fall hatte also der Soldat
die feldgrauen Schulterklappen des feldgrauen Waffenrocks abzuknöpfen und auf den Mantel aufzuschlaufen. An den Schulterklappen zum feldgrauen Waffenrock mit Klappkragen Modell 1907 oder Modell nach Landsturmschnitt 1913 waren Schulterklappen zum Schlaufen angebracht. Diese waren in einer Gesamtbreite von ca. 5,5 cm gefertigt und in der Farbe des Armeekorps paspelliert, also mit einem farbigen Vorstoß versehen. Hier für das 13. Armeekorps Württemberg in der Farbe Ponceau-Rot. Auf der Schulterklappe war bei Regimentern die Nummer entweder in einer Kurbelstickerei angebracht oder wie in Württemberg aus rotem Tuch geschlagen und aufgenäht. Einige Regimenter trugen anstatt Zahlen sogenannte Namenszüge. Dies waren besondere Auszeichnungen für diese Regimenter. An den Krägen waren die farbigen Patten der jeweiligen Waffengattung angebracht, hier rot für die Infanterie. Bei den Unteroffizieren eine Unteroffiziersborte, hier für Württemberg schwarz-rot. Die feldmarschmäßige Uniformierung eines Vizefeldwebel im Reserve-Infanterieregiment Nummer 120. Wir sehen die komplette feldgraue Uniformierung, wie sie eigentlich für die Infanterie ab 1907 vorgesehen war. Dieser Vizefeldwebel wurde zur Mobilisierung ab Depot wie vorgesehen komplett in Feldgrau eingekleidet. Jedoch lag bereits unabhängig vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs bereits der Plan vor, die Hosen in Zukunft in steingrauem Tuch zu fertigen. Warum? Jacken und Hosen waren über die Jahre unterschiedlichen Lichtquellen ausgesetzt und daher unterschiedlich stark ausgebleicht und aufgehellt worden. Dies gefiel der deutschen Heeresführung zu Friedenszeiten nicht und so kam man zu der Entscheidung, künftig die Hosen in Steingrau zu fertigen. Dieser Entschluss lag bereits vor dem Ersten Weltkrieg vor und wurde dann ab August, September 1914 nach und nach durchgesetzt, sodass, wie bei mir zu sehen, auch steingraue Hosen nach und nach bei der Mobilisierung der Truppe zum Einsatz kamen. Weiter zur Uniformierung und Ausrüstung unseres Vizefeldwebels. Logares Ledermaterial, Stiefel, Koppel, Tornisterriemen, Köcher für das Fernglas Modell 1903, Pistole, Tasche Modell 1908. Weiterhin an der Koppel trägt der Vizefeldwebel eine Kartentasche. Im Feld trug der Unteroffizier feldgraue, graue Handschuhe. Zu Friedenszeiten oder Paraden waren diese weiß. Sein Rang können wir erkennen, einmal an der goldenen Tresse, wie sie bei der Infanterie oder im Speziellen bei diesem Regiment getragen wurde, komplett umlaufend um den Kragen und um den Ärmelaufschlag. Der Sergeantenknopf plus das Portepee am Offiziersdegen
mit württembergischem Wappen macht ihn als Vizefeldwebel erkennbar. Ich hoffe, euch hat dieses Video über das württembergische Reserve-Infanterieregiment Nummer 120 gefallen. Endlich Württemberger, das haben wir uns ja alle gewünscht, jetzt haben wir es endlich mal gemacht. Danke Bernd für die Einladung, dass wir das alles so gemacht haben. Ich hoffe, dir hat es gefallen, mir hat es gefallen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann schließt gern ein Abonnement ab, schreibt Kommentare, irgendwas jeglicher Art, fühlt euch frei. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Tschüss. Ciao.